In diesem Video wollen wir uns einmal anschauen, wie man den Indikator mit dem Namen Bollinger Bender für das Platin-System programmieren kann. Das ist einer von meinen Lieblingsindikatoren, also lassen Sie uns einmal schauen, wie man so etwas mit MQL5 programmieren kann. Der Bollinger Bands Indikator wird im Kerzenchart eingezeichnet. Er hat ein oberes Band, ein mittleres Band und ein unteres Band. Um ihn zu verwenden, erstellen wir eine separate MQ5-Datei in dem Verzeichnis, in dem sich die anderen Dateien des Platin-Systems befinden. Der Name der Datei ist checkentry-bollingerbands.mq5 und sie enthält eine einzige Funktion namens checkentry. Diese Funktion berechnet die Kauf- und Verkaufssignale für unser System. Wir beginnen mit MQL-Rates, um ein Array namens Price-Info zu erstellen. Anschließend verwenden wir Array-Setters-Series, um unser Price-Array von der aktuellen Kerze abwärts zu sortieren. Und dann verwenden wir Copy-Rates, um unser Price-Info-Array mit Daten zu füllen. Der erste Parameter steht für das aktuelle Symbol im Chart. Der zweite Parameter steht für den aktuell ausgewählten Zeitraum in diesem Chart. Parameter 3 wird verwendet, um festzulegen, bei welcher Kerze wir beginnen möchten. Parameter 4 steht für die Anzahl der Kerzen, die wir berechnen. Und der letzte Parameter ist das Zielarray, in dem wir die Preise speichern möchten. Jetzt erstellen wir eine String Variable für das Signal, aber wir weisen keinen Wert zu. Im nächsten Schritt erstellen wir 3 Arrays, eines für jedes der Bollinger Bänder. Natürlich müssen wir diese auch von der aktuellen Kerze abwärts sortieren, indem wir Array-Setters-Series verwenden. MQL5 verfügt über eine eingebaute Funktion, die wir verwenden, um eine Definition für die Bollinger Bands zu erstellen. Der erste Parameter steht für das aktuelle Symbol im Chart, der zweite für die Periode im Chart. Der dritte Parameter steht für die Anzahl der Kerzen, die wir berechnen möchten. In unserem Fall 20 Kerzen. Parameter 4 ist ein Verschiebungswert. Den brauchen wir nicht, also setzen wir ihn auf 0. Parameter 5 ist für die Abweichung. Wir setzen ihn auf 2, da dies der Standardwert ist. Und im letzten Parameter können wir festlegen, dass wir die Berechnung auf der Grundlage der Schlusskurse durchführen möchten. Lassen Sie uns wieder Copybuffer verwenden, um unsere 3 Arrays mit Daten für das mittlere, das obere und das untere Band zu füllen. Wir tun dies gemäß der Definition, die wir zuvor für Puffer 0, Puffer 1 und Puffer 2 erstellt haben, beginnend mit der aktuellen Kerze 0, für 3 Kerzen. So können wir die Werte für jedes Band berechnen, indem wir uns die Kerzen 0 und 1 ansehen. Wenn der Schlusskurs der Kerze 1 unter dem unteren Band lag und der aktuelle Schlusskurs über dem unteren Band liegt, betrachten wir dies als Kaufsignal und weisen unserem Signal das Wort bei zu. Im anderen Fall, wenn der Schlusskurs von Kerze 1 über dem oberen Bollinger Band lag und jetzt unter dem Band liegt, würden wir dies als Verkaufssignal betrachten und unserem Signal das Wort Sell zuweisen. Schließlich geben wir das Signal mit der Return-Anweisung an das Hauptmodul zurück. Bitte speichern Sie die Datei jetzt. Sie brauchen sie nicht zu kompilieren, da sie mit dem Hauptmodul kompiliert wird. Das Ändern eines Einstiegssignals ist mit dem Platin-System ganz einfach. Tatsächlich können Sie die von Ihnen erstellten Einstiegsmodule auch in Ihrem eigenen System verwenden. Alles, was Sie tun müssen, ist, die Include-Funktion in Ihrem Hauptmodul zu verwenden. Einstiegssignale werden mit 2 Schrägstrichen aktiviert oder deaktiviert. Dadurch werden die Einstiegssignale, die Sie nicht verwenden möchten, ausgefiltert und erscheinen in grauer Farbe. Um ein Einstiegssignal einzubinden, können Sie den Befehl include für die MQ5 Einstiegssignaldatei verwenden. Es ist nicht erforderlich, die Signaldateien zu kompilieren, da sie mit dem Hauptmodul kompiliert werden, das Sie zum Einbinden der Signale verwenden. Um die Hauptdatei Ihres Handelssystems und die Einstiegsdatei zu kompilieren, aktivieren Sie einfach die Symbolleiste und klicken Sie auf die Schaltfläche Kompilieren. Sie können auch die Taste F7 auf Ihrer Tastatur drücken. Der Kompilierungsprozess sollte ohne Fehler ablaufen. Wenn Sie Fehler haben oder nicht alles selbst eintippen möchten, besuchen Sie bitte unsere Website und suchen Sie nach dem Shop, da die meisten unserer Quellcode-Dateien dort verfügbar sind.
Dort finden Sie auch den Premium-Kurs und andere nützliche Ressourcen für den automatisierten Handel. Okay, wenn alles funktioniert hat, dann sollten Sie jetzt eine lauffähige Version der Bollinger Bänder als Einstiegsmodul für Ihr Platin-System haben. Sie können dieses Einstiegsmodul natürlich auch für Ihr eigenes System verwenden oder im Robot-Trading-System einsetzen. Das war's für dieses Video. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video.